Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist David Fuchs und in diesem Video soll es darum gehen, die Vermeidung der 10 häufigsten Fehler bei der Klick-Vinylverlegung. Damit Sie Jahre Freude haben an Ihrem Klick-Vinylboden, ist es ganz wichtig, dass man halt eben Fehler vermeidet. So wie Sie es hier sehen, ein Vinylboden schön in einer großen Fläche ausgebreitet, da wo gelebt wird, gekocht wird, gesessen wird, gegessen wird. Da ist es wichtig, dass man genau weiß, welche Fehler man beim Verlegen vermeiden sollte. Und das wollen wir in diesem Video präsentieren, die Vermeidung von den Fehlern, Punkt für Punkt, Step für Step. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das. Gleich der erste Punkt und auch mit einer der wichtigen. Das ist, wenn die Ware zu Ihnen geliefert wird. Sie sehen jetzt hier, wir haben das Material richtig ordentlich verpackt. Wir haben unten das Vinyl, die Klick-Varianten und oben die Trittschalldämmung. Es ist richtig schön verschnürt. Auch hier bitte, wenn es angeliefert wird, unbedingt prüfen, dass keine Beschädigung von den Seiten ist. Dann kommt die Ware ins Haus und jetzt ist es wichtig, bitte fangen Sie nicht sofort an mit Verlegung. Die Ware hat jetzt einen Weg zu Ihnen 1-2 Tage und sie kriegt jetzt unterschiedliche Temperaturen ab. Einmal hier im Lager, dann geht es in den LKW und dann geht es in Ihr Haus. Das gilt sowohl wie im Sommer wie auch im Winter. Bitte, wenn die Ware kommt, 24 bis 48 Stunden erstmal sich in den Räumen aufhalten, sodass die Temperatur aufgenommen werden kann. Ganz wichtig. Wir wollen jetzt zum nächsten Punkt kommen und das ist einer der wichtigsten Punkte. Bevor Sie mit der Trittschalldämmung und mit dem Verlegen der Vinylboden beginnen, ist es ganz wichtig, bevor auch die Ware jetzt in das Zimmer reinkommt, dass der Untergrund geprüft werden muss. Und Sie haben bei allen eine Toleranz von ungefähr bei 1 Meter von 2-3 mm Welligkeit Gefälle drin. Das ist ganz wichtig, damit nachher auch die Klick-Variante hält. Sie sehen das jetzt hier in diesem Raum, es wurde schon gespachtelt, auch auf Null, auf Fliesen über. Das soll nachher eine homogene Fläche sein. Das müssen Sie aber überall, bei allen Untergründen herrichten. Ganz entscheidend. Sonst verfällt bei Ihnen die Garantie. Ob Sie einen Holzuntergrund haben, ob Sie einen alten PVC drunter haben oder Teppich, geht schon mal gar nicht. Untergrund muss top vorbereitet sein. Absolut so, wie die Hersteller es vorgeben. Sonst haben Sie keine Garantie. Da können Sie aber auch sich noch weitere Informationen holen bis ins Detail bei uns im Kanal. Da haben wir Videos, wie man das macht in den unterschiedlichen Bereichen für Sie schon gefilmt und können Ihnen da auch weitere Details geben. Wir wollen zum nächsten Punkt kommen. Das bedeutet, der Untergrund ist jetzt ordentlich vorbereitet und das ist wirklich einer der häufigsten Probleme wegen Garantie. Falsch vorbereiteter Untergrund und nicht richtig vorbereiteter Untergrund, dann wird verlegt. Und jetzt kommt die Ware nach der Lieferung an. Was machen wir jetzt? Jetzt werden die Pakete in die Räumlichkeiten, wo der Untergrund vorbereitet ist, hingelegt. Und jetzt ist, bevor Sie die Trittschalldämmung ausrollen, ist es entscheidend natürlich, dass Sie sich auch dann die Verpackungseinheiten wirklich durchlesen. Und das machen die wenigsten. Egal welcher Hersteller, egal welche Marke Sie sich kaufen vom Bodenbelag. Es ist entscheidend, dass Sie wirklich die Verlegeanweisung lesen bis ins Detail. Weil haben Sie nachher einen Garantiefall, einen Reklamationsfall und der Hersteller stellt fest, man hat sich nicht an seine Angaben gehalten, ist jegliche Reklamation dahin. Das ist sofort Geschichte. Dann wird sofort der Außendienstler wieder abrücken und sagen, tut mir leid, Sie haben sich nicht daran gehalten, nicht gelesen. Deswegen auch wirklich an die erfahrenen Verleger, bitte lesen Sie sich das durch. Es ist in den Packungen drin, nehmen Sie sich die Zeit, lesen Sie es durch und halten sich wirklich exakt an diese Punkte. Dann funktioniert auch nachher die echte Verlegung und auch die Garantie und auch die jahrelange Freude an dem Boden. Nächster Punkt und einer der häufigen Fehler ist natürlich die falsche Trittschalldämmung zu dem Vinylboden gekauft. Das heißt, halten Sie sich bitte da auch an den Hersteller, passenden Trittschalldämmung auch zum passenden Hersteller zu kaufen. Bei Planeo bitte auch die passende Trittschalldämmung auch nehmen, auch Windmöller, egal wo. ist es immer ganz entscheidend. Auf keinen Fall einen billigen Schaumstoff zu einem Vinylboden kaufen, geht nicht. Ist zu weich, Klickverbindung leiert aus, es hat was mit der Druckfestigkeit zu tun. Das werden Sie dann auch bei der Verlegeranweisung finden. Halten Sie sich da bitte auch an den Hersteller. Ganz entscheidend, Teppiche gehen nicht. Sollten Sie dort auch weitere Fragen haben, wir haben auch dazu ganz viele Videos, schauen Sie sich die an. Ansonsten melden Sie sich bei uns. Nochmal ganz wichtig, häufiger Fehler, falsche Trittschalldämmung zu dem falschen Vinylboden.
Nächster Punkt, einer der häufigsten Fehler ist natürlich ganz häufig auch dann in unseren Gesprächen, dass die Kunden zu dicht verlegt haben an den Wänden, an Säulen, an Treppenfüßen oder irgendwo an bodentiefe Fenster. Also das geht nicht. Sie müssen unbedingt auch bei der Klickvariante den Abstand einhalten. Je nachdem, wie viel Lichteinfall ist, kann sich die Oberfläche aufwärmen und dehnt. Vinylboden dehnt sich nicht durch Feuchtigkeitsaufnahme, sondern durch Temperatur. Und aus dem Grunde müssen Sie mindestens 5 mm an allen Gegenständen Abstand halten. Bei großem Lichteinfall kann auch dieses eventuell nicht reichen, dann gehen Sie eventuell auch weiter, je nachdem, welche Fußleisten Sie haben. Wenn Sie das beachten, dann kann auch dort nichts passieren, dass sich irgendwann das fixiert und dann halt zu einer Fugenbildung es kommt im Raum. Aus dem Grunde bitte unbedingt Dehnungsfugen einhalten. Ein wichtiger Punkt noch, wo häufig auch so Verlegefehler passieren, ist gerade so in der ersten Reihe, wenn nicht mit Keilen gearbeitet wird. Das ist jetzt zwar nicht das Allerwichtigste, aber absolut hilfreich, gerade wenn Sie selbst verlegen, auch in der ersten Reihe. Und da achten Sie drauf, das ist was Grundsätzliches, nehmen Sie die Keile, das ist wichtig. Bestellen Sie sich die, arbeiten Sie mit denen, das macht wirklich Sinn. Vor allem dann, wenn die Wände krumm und schief sind, wendig sind, ist es extrem schwierig, von der ersten Reihe in die zweite Reihe zu gehen, wenn ständig die erste Reihe so nachgibt. Und das machen Sie am besten halt mit so Keilen, indem Sie das Ganze hinterfüttern. Diese Vorgehensweise hilft Ihnen, um nachher eine schöne, saubere Linie hinzubekommen und vor allem jetzt, wo Sie die nächste Reihe legen, dann können Sie auch, sollten Sie mit einem Schlagklotz arbeiten oder sowas, mit so einem Montageklotz oder halt mit der Hand arbeiten, dass die erste Reihe nicht ständig wegrutscht. Deswegen sind die Keile so extrem wichtig und dann sitzt das auch richtig schön und gut. Deswegen Verlegefehler häufig, weil keine Keile verwendet werden. Der nächste Verlegefehler möchte ich Ihnen auch zeigen und der hat ja schon direkt was mit der Verlegung des Vinylbodens zu tun. Und zwar geht es dort um die Klickverbindung. Da gibt es eigentlich zwei Hauptklickverbindungen im Markt. Einmal haben wir die Lockverbindung und einmal die Dop-Drown. Ich zeige Ihnen das. Sie können nicht beide mischen. Das heißt, wenn Sie einen Vinylboden bestellt haben mit Dop-Drown, dann können Sie das nicht verlegen wie mit der Lockverbindung. Ich zeige Ihnen die zwei Unterschiede und gebe Ihnen dann noch ein paar hilfreiche Tipps dazu. Ich gehe jetzt einmal zu der Lockverbindung. Da ist es meistens so, dass die Stirnseite nicht von oben reingeschlagen wird, sondern sie wird reingeklickt. Das heißt, Sie müssen die schon mit einem Winkel nach oben positionieren und dann genau ausrichten und dann schön nach unten wippen. Wirklich so lock und dann zieht sich das an. Das ist eigentlich ein Hauptkriterium für die Lockverbindung. Das geht nicht mit oben mit einem Hammerschlag. Das wird nicht funktionieren, damit machen Sie die Klickverbindung kaputt. Auch da entstehen sehr, sehr häufige Fehler. Nachher reißt man sich wirklich die Verbindung kaputt und die hält nicht richtig. Und jetzt können Sie ganz schön sauber in die nächste Reihe reinarbeiten. Die Lockverbindung von der Seite habe ich Ihnen jetzt gezeigt, wo die Stirnseite eben auch reingewippt wird, also vom Winkel her. Jetzt zeige ich Ihnen die Dop-Drown. Die funktioniert anders. Und das sollten Sie wirklich beachten, was für eine Klickverbindung Sie gekauft haben. Das ist ganz wichtig. Die Dop-Drown wird auch so rangeführt. Erste Reihe muss absolut sauber sein. Das heißt, die muss in der Flucht sein. Aber die wird jetzt nicht reingewinkelt, sondern die wird nur oben reingelegt. Schön ausrichten. Jetzt sieht man das, die ist noch nicht eingerastet. Jetzt nimmt man für diesen Fall den Gummihammer und schlägt es runter. Das können Sie nicht mit der anderen machen und umgekehrt genauso. Dann zerstören Sie die Verbindungstechnik. Beide sind ganz gut. Ich persönlich finde immer die Lockdown etwas besser. Die lässt sich aber besser verarbeiten. Also beides qualitativ wirklich in Ordnung. Das waren die zwei Klickverbindungen. Einmal wird die Stirnseite reingewinkelt, das ist die Lockverbindung. Und das andere Mal wird mit einem Gummihammer gearbeitet, das ist die Dop-Drown. Bitte niemals den Gummihammer bei der anderen verwenden und die Dop-Drown versuchen reinzuwinkeln. Da zerstören Sie die Stirnverbindung, die Nase, und es hält nicht mehr richtig. Es sind wirklich Fehler, die da passieren. Schauen Sie sich bei uns die Verlegevideos an, gucken sich genau an, was Sie gekauft haben und dann verfahren Sie genau so, wie es im Video auch dann beschrieben wird. Ein sehr häufiger Verlegefehler
ist, wenn wir die Abstände der einzelnen Reihen nicht richtig eingehalten werden. Das heißt, so wie man das hier sieht, hat man von Reihe zu Reihe sehr, sehr knatsch dran gearbeitet. Das bedeutet, man hat nicht den richtigen Abstand zu den einzelnen Reihen gehalten. Auch diese finden Sie bei sich in der Verlegeanleitung, meistens um die 30 cm. Kleiner soll das nicht sein. Was könnte da passieren, wenn man das jetzt so verlegt? Das sind Schwachpunkte. Das bedeutet, wenn das Material sich jetzt dehnt, die Sonne kommt rein oder die Fußbodenheizung fährt hoch, das Material geht auseinander und dann sind das hier wie so kleine Treppen, da können sich die Fugen öffnen und dann empfinden viele Kunden und reklamieren das und sagen, Mensch, mein Material, die Klickverbindung hält in der Stirnseite nicht und so weiter. Sehr häufig der Fall, man hat die Abstände nicht eingehalten. Tun Sie das, haben Sie die beste feste möglich oder die beste Festigung auch in den Stirnseiten. Das passiert dann nicht, dass die Fugen sich dann öffnen. Achten Sie bitte darauf. Der nächste Punkt und ein sehr häufiger Fehler ist, dass man in großen Räumen häufig durchverlegt und das geht nicht. Wir müssen unbedingt eine Dehnungsfuge einbauen, bei den meisten irgendwo bei 10 Metern. Wenn Sie da nicht genau Bescheid wissen, auch dort natürlich die Verlegeanleitung wirklich lesen. Ganz wichtig, Dehnungsfugen müssen eingearbeitet werden bei Vinylboden und vor allem auch, wenn Sie im Estrich schon eine Trennung haben, dann auch dort bitte nicht überlegen und drüber legen. Das geht nicht. Sie müssen genau die Dehnungsfuge des Estrich auch dann nach oben holen. So wie hier auch. Man kann das sehr schön sehen. Die zwei Räume sind getrennt. Hier ist auch der Estrich getrennt. Hier baut man eine Dehnungsfuge ein. Hier haben wir auch die 10 Meter. Bitte auch dort unbedingt die Dehnungsfuge einhalten. Da entstehen sehr, sehr viele Fehler. Das spannt sich nachher, es arbeitet sehr stark, es bilden sich Fugen. Geht nicht. Dehnungsfuge einhalten. Ein Fehler entsteht auch ganz häufig, wenn zu schwere Möbel oder Gegenstände auch auf einen Vinylboden draufgestellt werden. Jetzt fragt man sich, wann ist was zu schwer, wann ist eine Küche zu schwer, wann ist mein Schrank im Wohnzimmer, der Einbauschrank zu schwer, wann sollte ich nicht drunter arbeiten. Das kann man so pauschal nicht sagen und das hat auch nichts unbedingt mit einer Gewichtsangabe zu tun, sondern eher so um die Flächenbelastung. Aber einfach nur so ein Tipp, wenn Sie eine Küche haben mit einer Granitplatte, dann arbeiten Sie das Vinyl bitte nicht drunter, sondern dran. Haben Sie das nicht und sagen, ich habe aber keine Ahnung, wie schwer das nachher ist mit meinem ganzen Geschirr und alles Mögliche und Sie stellen fest, in der ersten Saison Aufheizphase, Fußbodenheizung, das Material fängt an zu arbeiten und Sie haben dann halt irgendwo im Küchenbereich Fugenbildung, dann ist es sehr häufig, dass die Küche zu schwer auf den Untergrund drückt und dadurch die Fläche fixiert wird. Die andere Fläche kann frei arbeiten, hier die Fläche kann nicht arbeiten und es bilden sich Fugen. Dann empfehlen wir, arbeiten Sie das nach der ersten Saison einfach mit einem Multimaster nach. Kriegen Sie auch bei uns im Shop. Wir helfen Ihnen natürlich da auch, geben Ihnen auch noch weitere Ratschläge. Da entstehen häufig Fehler, Fugenprobleme und so können Sie einfach, wenn Sie darauf achten, dem Ganze auch vermeiden. Ein häufiger Fehler entsteht oft in der Versiegelung am Ende bei bodentiefen Fenstern oder im Badezimmer an den Rändern. Wenn Sie das versiegeln wollen mit Silikon, bitte nicht mit Acryl. Und dieses Silikon dürfen Sie auf keinen Fall ohne so eine PE-Schnur verarbeiten. Das heißt, wenn Sie das einfach nur abziehen, das können Sie auch sehr schön dann halt eben auch optisch auch machen, aber wenn das mit dem Untergrund verbunden ist, dann hätten Sie den Boden auf 3 Punkte fixiert. An die Wand, am Boden, auf das Vinyl. Und das geht nicht. Deswegen unbedingt mit einer PE-Schnur arbeiten, sodass wir nur 2 Punkte haben. Dann kann das Material auch ganz gut sich dehnen, ausbreiten und es reißt nicht. Das ist ganz wichtig. Da sollten Sie darauf achten. Da entstehen auch sehr häufig Verlegefehler. Wir sind zum Abschluss gekommen. Wir wollten Ihnen in diesem Video die 10 häufigsten Fehler präsentieren, die so bei der Verlegung von Klickvinyl entstehen und immer wieder auf den Baustellen hier und dort das Land unter auftauchen und zu Problemen führen. Und da wollten wir Sie sensibel machen, dass Sie die vermeiden, anhand dieser Punkte auch sehen. Und natürlich können Sie jeden einzelnen Punkt bei uns im Kanal vertieft in Videos nochmal präsentiert bekommen. Stöbern Sie im Kanal, gehen Sie auf die Seite bei Planeo, rufen Sie an, melden Sie sich. Wir helfen Ihnen natürlich unbedingt da auch weiter. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Bis dahin. Tschüss.